Seite hier sehen wir das Humboldt-Forum. Der hat ein langes Wochenende gehabt. So funktioniert das. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Schiffstour im Zentrum Berlins, die vom Gründungspunkt der Stadt zum Schloss Bellevue im Tiergarten und zurückführt. Diese virtuelle Tour ist sowohl für diejenigen gedacht, die nicht nach Berlin kommen können, als auch für alle Berlin-Gäste als Anregung, selber einmal so eine Tour zu genießen. Gerade an warmen Sommertagen kann man ganz entspannt viele der Hauptsehenswürdigkeiten an sich vorbeiziehen lassen. Aber auch bei Regen lässt sich die Stadt aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Dann bieten sich die Boote mit den Glasdächern an, die sich je nach Wetterlage aufziehen oder schließen lassen und weiterhin einen guten Blick bieten. Es gibt zahlreiche kleinere und große Reedereien mit Anlegestellen entlang der Strecke. Mehr Informationen dazu, auch zu den Preisen und Tipps, welche Fahrt man am besten bucht, füge ich in die Videobeschreibung ein. Wir starten am Berliner Dom und fahren zunächst gen Osten zum Nikolaiviertel. Gefilmt habe ich übrigens bei 3 verschiedenen Schiffstouren, also bitte nicht wundern, wenn Schiff und Gäste plötzlich mal wechseln. Der Berliner Dom wirkt aus der Nähe besonders mächtig. Beauftragt hat den Bau für den bereits 4. Dom, der an dieser Stelle steht, Kaiser Wilhelm II. Er wollte ein repräsentatives Gotteshaus, das sich mit den großen Kirchen der Welt messen konnte, und ließ bis 1905 die flächenmäßig größte evangelische Kirche Deutschlands hier errichten. Der Berliner Dom beherbergt auch die Familiengruft der Hohenzollern mit 94 Sarkophagen, ehemaliger Kurfürsten und Könige und ihrer Familienangehörigen. Entworfen hat den Dom der Architekt Julius Raschdorf in einer Stilmischung aus Neorenaissance und Neobarock, und Kaiser Wilhelm hat selber immer mal wieder in die Planung eingegriffen. Das ist bei heutigen Bauherren auch nicht anders, wie wir später beim Kanzleramt noch hören werden. Dahinter kommt schon das HUFO ins Blickfeld, das Humboldt-Forum. Wer möchte, kann gerne Berliner Schloss sagen, auch wenn es sich hier um ein 2021 eröffnetes, modernes Gebäude in der Größe des alten Schlosses handelt, dem an 3 Seiten historische Fassaden vorgehängt sind. Auch 3 Seiten des Schlüsserhofs und die 5 Portale innen wie außen sind originalgetreu nachgebaut worden. Das HUFO ist ein Kulturforum und Universalmuseum, das das Angebot der Museumsinsel um 5 Ausstellungen erweitert. Ein Besuch der Dachterrasse mit tollem Blick über Berlin ist ebenfalls empfehlenswert. Von der Wasserseite bekommt man leider hauptsächlich die vom italienischen Architekten Franco Stella entworfene moderne Fassade zu Gesicht. Nun sind wir beim Nikolaiviertel angelangt. Berlin ist an dieser Stelle um 1200 gegründet worden. Damit ist Berlin im Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten recht jung, ein Neuankömmling sozusagen. Paris, London und Rom waren schon über 1000 Jahre alt, als sich hier die ersten Siedler dauerhaft niederließen. Auf der rechten Seite zunächst der neue Marstall, um 1900 nach Plänen von Ernst von Ihne im Stil des Neobarock errichtet. Hier wurden die etwa 300 Pferde sowie die Kutschen und Schlitten des kaiserlichen Hofes untergebracht. Im Zweiten Weltkrieg beschädigt, wurde der Marstall nach dem Kriege vereinfacht wieder aufgebaut. Heute beherbergt der Marstall die Hochschule für Musik Hanns Eisler. Eisler war politisch und künstlerisch ein enger Weggefährte von Bertolt Brecht und hat auch die Musik zur Nationalhymne der DDR komponiert. Das Nikolaiviertel wirkt zunächst wie der alte Kern Berlins. Der Schein trügt aber, das Viertel wurde im Kriege fast vollständig zerstört und erst zur 750-Jahrfeier 1987 historisierend wieder aufgebaut. Die wenigen erhaltenen Gebäude wurden restauriert, die Nikolaikirche wiederhergestellt und ansonsten wurden zahlreiche Neubauten errichtet, teils mit historisierenden Fassaden, teils in angepasster industrieller Plattenbauweise besonderer Art. Vor uns die Mühlendammbrücke. Der Mühlendamm war der einzige befestigte Spreeübergang zwischen den Städten Berlin links und Köln auf der Spreeinsel rechts. Er diente zugleich als Staudamm für die hier ab 1220 betriebenen Wassermühlen. Der moderne Gebäudekomplex rechts nennt sich Haus der Wirtschaft.
Hier sitzen seit 1999 die 3 größten Interessenverbände der deutschen Wirtschaft. Es gibt übrigens seit 2015 einen Reiseführer durch den Lobbydschungel Berlin, falls sich jemand mehr über dieses Thema informieren möchte. Hinter der Mühlendammbrücke befindet sich die 1888 erbaute Mühlendammschleuse. Dort hindurchzufahren würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wir drehen also. Mühlen gab es auf der Brücke übrigens noch bis 1880, dann wurde der Betrieb schrittweise eingestellt und die Gebäude abgerissen. Die letzte Mühlendammbrücke wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs von der Wehrmacht gesprengt und bis 1968 entstand die heutige schmucklose Spannbetonbrücke, die aufgrund irreparabler Schäden an den Fundamenten, zum Glück hält es derzeit aber noch, bis 2028 durch einen Neubau ersetzt werden soll. Die Maus hier rechts hat übrigens nichts mit dem Spitznamen, den das Nikolaiviertel nach seiner Wiedererrichtung erhalten hat, zu tun. Honeckers Disneyland. Auch wenn das Viertel historisch nicht authentisch ist, so ist es doch beliebt und man kann hier nett an der Spree sitzen und den vorbeifahrenden Schiffen zuschauen. Hier rechts gleich noch ein Blick auf die Bronzeplastik, die den heiligen Georg, den Drachentöter, darstellt. Das Werk von August Kiss stand ehemals im großen Hof des Berliner Schlosses. Das auffällige Gebäude mit der roten Sandsteinfassade ist das sogenannte Kurfürstenhaus. Ursprünglich ein Renaissancebau, der im 18. Jahrhundert im Barockstil umgebaut worden war. Seinen Namen erhielt es nach dem Kurfürsten Johann Sigismund, 1572 bis 1619, der in das Haus geflohen war, überzeugt davon, dass in seinem Schloss die weiße Frau spukte. Das Phänomen war typisch für die Kultur des Hochadels der frühen Neuzeit. Gerade im 17. Jahrhundert soll das Gespenst in mehreren Schlössern europäischer Adelsfamilien aufgetaucht sein. Am bekanntesten aber war die weiße Frau im Hause Hohenzollern, wo sie sogar bis ins 19. Jahrhundert erschienen sein soll. Es hieß, dass ihr Erscheinen familiäre Katastrophen, insbesondere Todesfälle von Familienmitgliedern, ankündigte. Der Schrecken war entsprechend groß. Da rennt man schon mal aus seinem Schloss weg. Nun der Blick auf den Fernsehturm, der 1969 zum 20-jährigen Jubiläum der DDR eröffnet wurde. Mit 365 Metern Höhe, 1 Meter für jeden Tag im Jahr, damit sich auch jeder die Höhe merken konnte, war er damals der zweithöchste Fernsehturm der Welt, nur der in Moskau war höher. Heute hat er oben eine neue Antenne und ist mit 368 Metern zumindest das höchste Bauwerk in Deutschland. Nochmal ein besserer Blick auf den Dom. Nach starken Kriegsschäden wurde er von 1975 bis 1993 in stark vereinfachter Form wieder aufgebaut und die Innenräume rekonstruiert. Auf der rechten Seite das Radisson Hotel, eines der wenigen Hotels, bei denen man ein Zimmerfenster zur Lobby bevorzugt. Denn dort steht ein riesiger Wassertank. Wer das Sea Life besucht, kann als Abschluss mit einem gläsernen Fahrstuhl durch ein Riesenaquarium fahren, hat 1 Million Liter Wasser um sich und wird von Fischen aus der Karibik umschwärmt. Und das kann man aus dem Hotelzimmer dann beobachten. Nur sollte man nicht schlaftrunken frühmorgens die Vorhänge vor dem Fenster wegziehen, denn dann kann es passieren, dass einem ein Froschmann direkt in die Augen schaut, der gerade die Scheiben des Wassertanks reinigt. Hat mir mal ein Hotelgast erzählt. Hier unten rechts das DDR-Museum, das diejenigen einlädt, die sich für die Geschichte des Alltags in der DDR interessieren, einschließlich Trabi und damaliger Wohnungseinrichtungen. Wir passieren wieder unseren Startpunkt und in Fahrtrichtung links kommt nun die Museumsinsel ins Blickfeld. Zwischen 1830 und 1930 sind hier 5 große Museen errichtet worden, die seit 1999 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören. Nur 2 davon sind vom Schiff aus gut zu sehen, wie die Alte Nationalgalerie, der Tempel der Kunst hier links hinter den Kolonnaden. In Zukunft soll der gesamte Außenbereich der Museumsinsel für Besucher zugänglich werden, sodass man um alle Museen herum spazieren kann.
Daher die Umbaumaßnahmen, die gerade hier stattfinden. Vom Pergamon-Museum ist nur die Rückseite zu sehen. Das Museum wird gerade modernisiert und um einen weiteren Flügel erweitert. Anschließend werden wieder alle Großobjekte zu besichtigen sein, so auch der Pergamonaltar. Daneben gibt es noch das Markttor von Milet und die Prozessionsstraße von Babylon als bekannteste Ausstellungsstücke. Auf der rechten Uferseite der Montbijou-Park, benannt nach einem kleinen Schloss, das König Friedrich I. für seine Lieblingsmätresse errichten ließ. Nach dem Kriege wurde es gesprengt und stattdessen ein Park mit Kinderschwimmbad hier angelegt. Das heutige Bode-Museum ist als Kaiser-Friedrich-Museum etwa zeitgleich wie der neue Marstall und der Berliner Dom erbaut worden und wurde wie der Marstall von Ernst von Ihne entworfen. Nach der Wiedervereinigung erfolgte eine Generalinstandsetzung für 152 Millionen Euro. Das Museum beheimatet die Skulpturensammlung, das Museum für byzantinische Kunst sowie das Münzkabinett. Apropos Münzkabinett. Von 2010 bis 2017 wurde hier eine besondere Goldmünze ausgestellt, eine Canadian Maple Leaf, von denen nur 6 Stück mit einem Gewicht von 1 Kilogramm geprägt worden waren. Wert um die 4 Millionen Euro. Leider ist sie über Nacht aus einer Vitrine gestohlen und per Schubkarre abtransportiert worden. Die Täter, 2 junge Männer aus der bekannten Großfamilie Remo, haben Jugendstrafen von 4,5 Jahren Haft erhalten. Ein Wachmann, der Tipps zu einem defekten Fenster gegeben hatte, 3 Jahre und 4 Monate Gefängnis. Die Münze ist nie wieder aufgetaucht. Und den privaten Besitzern, die ihre Münze dem Museum als Leihgabe zur Verfügung gestellt hatten, wurde im letzten Jahr vor Gericht eine Entschädigung von 2,1 Millionen Euro zugesprochen. Die Versicherung muss also nur 50% des Versicherungswertes zahlen, eine Leistungsminderung aufgrund der Sicherheitsmängel. Die beiden Täter wurden zu einem Wertersatz von 3,3 Millionen Euro verurteilt. Der Wachmann soll 100.000 Euro, seinen Anteil an der Beute, zurückzahlen. Das große Gebäude auf der linken Seite wurde 1777 als Teil einer preußischen Kasernenanlage errichtet. Zu DDR-Zeiten Friedrich-Engels-Kaserne genannt, da Engels hier einen einjährigen freiwilligen Dienst abgeleistet hatte. Heute befindet sich hier das katholische Militärbischofsamt, die zentrale Verwaltungsbehörde der katholischen Militärseelsorge. Die rötlichen Gebäude stammen aus dem 19. Jahrhundert, waren früher ein Krankenhaus. Heute sind hier Einrichtungen der Humboldt-Universität wie eine Kindertagesstätte untergebracht. Nett gelegen auf jeden Fall. Dahinter ein Wohn- und Geschäftshaus in Edelplattenbauweise aus den letzten Tagen der DDR, in dem sich seit 2007 das noble Restaurant Grill Royal am Spreeufer befindet. Ein Ort, an dem sich gerne die Kulturschickeria Berlins trifft und auch öfter mal Hollywood-Stars wie George Clooney oder Scarlett Johansson vorbeischauen. Vor uns die Weidendammer Brücke, die 1896 errichtet, am Kriegsende nicht gesprengt wurde. Sie war die erste Brücke Berlins, die Ende des 19. Jahrhunderts nachts die ganze Zeit beleuchtet war. Am schmiedeeisernen Geländer ist der kaiserliche Reichsadler zu sehen, von Wolf Biermann als preußischer Ikarus besungen. Und auch in der Literatur taucht die Brücke auf. Eine Szene aus Kästners Pünktchen und Anton spielt auf der Brücke. Hinter den Bäumen auf der rechten Seite das traditionsreiche Theater am Schiffbauerdamm. Hier gab es unter anderem die Uraufführung von Gerhard Hauptmanns Die Weber 1893 und Bertolt Brechts Dreigroschenoper 1928. Ab 1954 war es Spielstätte des von Brecht und Helene Weigel gegründeten Berliner Ensembles. Den Schriftzug sieht man weiterhin oben im Kreis auf dem Turm. Links der Bahnhof Friedrichstraße, zu Mauerzeiten der Grenzübergang, der sich schon mitten in Ostberlin befand. Die Bahnhofshallen waren durch eine Wand getrennt. Auf der einen Seite kam die S-Bahn von Westberlin an und fuhr wieder zurück. Auf der anderen Seite fuhren die Züge gen Osten ab. Wiederum rechts einige Restaurants, am bekanntesten dürfte die Ständige Vertretung sein. Früher gab es das Restaurant nur in Bonn.
Die beiden Betreiber waren entschiedene Gegner des Regierungsumzugs, aber als dann doch die knappe Entscheidung für Berlin gefallen war, waren sie mit die Ersten, die ein Restaurant in der neuen Hauptstadt eröffnet haben. Wer Kölsch und rheinische Kost mag oder Politikern begegnen möchte, ist hier richtig. Vor uns links das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Seine Aufgabe ist es, Bürger und Medien im Inland über die Arbeit der deutschen Bundesregierung zu informieren. Es hat 410 Beschäftigte in Berlin und Chef ist der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Hebestreit. Damit kommen wir in den ehemaligen Grenzbereich und danach ins ehemalige Westberlin. Im zweiten Teil der Schiffstour geht es dann unter anderem am Reichstagsgebäude, dem Bundeskanzleramt und dem Hauptbahnhof vorbei. Bis dahin.